In den folgenden Minuten möchte ich euch neue Streumischungen für Tabletop- und Brettspielbases vorstellen. Allesamt von einer kleinen deutschen Firma, die ihre Range Krautcover Scenics getauft haben. Was die 5 Mixes Made in Germany können, wie man sie am besten anwendet und worauf ihr unbedingt achten solltet, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Der Delta Dog Designs Spieleverlag dürfte wahrscheinlich nur wenigen von euch bekannt sein. Doch mit der Krautcover Scenics Produktreihe sollte sich das wahrscheinlich nun ändern. Bislang sind neben den 5 Streumischungen, einem speziellen Kleber sowie einer Moos- und einer Schneepaste erst wenige Produkte verfügbar, aber laut Hersteller soll in den kommenden Monaten noch einiges speziell für den Geländebau folgen. Aktuell erhältlich sind Kodama Woods, Meadows of Purity, Snowy Highland Pass, Ruins of Persistence und Soil of Sparta. Alle Streus kommen in wiederverschließbaren 140 ml Boxen daher und kosten jeweils 6,95 €. Mir wurden die Streumixes kostenlos und unverbindlich von PK Pro zur Verfügung gestellt. Dafür vielen lieben Dank. Grundsätzlich sind solche Mischungen ja nichts Neues. Der ein oder andere Hersteller hatte oder hat ja Ähnliches im Programm. Und auf den ersten Blick könnte man vielleicht auch denken, naja, Grasstreu, Sand und Steinchen kann ich mir auch selbst zusammenmischen. Klar, das geht. Allerdings setzen sich die sogenannten Basecover Mixes von Krautcover aus vielen verschiedenen Komponenten und Materialien zusammen. Es sind also durchaus sehr komplexe Mischungen. Entsprechend muss man die Behälter vor dem Gebrauch auch immer gut schütteln und so die Mischung immer wieder gut durchmischen. Ansonsten rutschen bestimmte Materialien in der Box nämlich nach unten, was beim Anwenden natürlich von Nachteil ist. Und auch sonst gibt es ein paar Dinge zu beachten, um bei der Base-Gestaltung optimale Ergebnisse zu erzielen. Das fängt mit dem Kleber an. Verdünnt zum Beispiel Holzleim ein wenig mit Wasser, indem ihr ihn mit einem feuchten Pinsel auf der Base verteilt. Es darf auch gerne etwas mehr Kleber sein, damit möglichst viel Streumix aufgenommen werden kann und sich ein plastischer Untergrund bildet. Sogar die ansonsten unbeliebte Wellenbildung kann hier kein Bug, sondern ein Feature sein. Drückt die Base dann idealerweise von oben kräftig ins Streu hinein, damit der Leim möglichst viel von dem Mix aufnehmen kann. Bei manchen sehr festen Streus müsst ihr im Zweifelsfall nachträglich nochmal kurz nachhelfen. Dann herausnehmen, den Überschuss leicht abschütteln und den Kleber trocknen lassen. Das war's dann auch schon. Naja, fast. Denn manche der Streus sollten noch versiegelt werden. Und hier gibt's definitiv ein paar Dinge zu beachten. Wer wie bei Gelände einen Holzleim-Wassermix oder Tiefengrund verwendet, zerstört mit der Flüssigkeit zum Beispiel den Staubeffekt von Ruins of Persistence und den pudrigen Schneeeffekt von Snowy Highland Pass. Der sieht dann nur noch nach Schneematsch aus, was aber natürlich auch gewollt sein kann. Diese Mischung solltet ihr am besten nur mit zum Beispiel etwas Mattlack aus der Spraydose oder gar nicht versiegeln. Allerdings ist gerade das Schneepulver so fein, dass es definitiv fixiert werden sollte. Ansonsten rieselt euch das Zeug nämlich nach und nach von der Base herunter und der Schneeeffekt ist dann ebenfalls dahin. Ansonsten sorgt viel Versiegelungsflüssigkeit auch dafür, dass die Mischungen nachdunkeln. Auch das will man ja eher nicht, von daher, wenn versiegeln, dann nur mit etwas Mattlack aus der Spraydose oder Airbrush. Und noch ein wichtiger Punkt. Wenn die Bases bereits mit Miniaturen gestaltet sind, lassen sich die Bases natürlich nicht mehr dippen. In dem Fall kippt ordentlich Streu darüber und drückt es fest. Oder buddelt die eingeleimte Base ein wenig in Streu ein und drückt dann die Materialien drauf. In jedem Fall ist einfaches Drüberstreuen nicht zu empfehlen, weil so einfach zu wenig von den verschiedenen Komponenten auf dem Kleber haften bleibt. Ihr müsst die Streus wirklich in den Kleber drücken. Wenn man all dies bedenkt und berücksichtigt, lassen sich aber im Handumdrehen viele Bases einheitlich und dennoch abwechslungsreich gestalten. Gerade für Armeeprojekte eine tolle Sache, denke ich. Ich hatte leider gerade nur ein paar Minis zur Hand, deren Bases noch gestaltet werden konnten. Daher bin ich auf 50 mm große MDF-Scheiben ausgewichen. Einige davon hatte ich sogar noch extra grundiert, aber das ist gar nicht nötig, wenn man die Bases dippt oder dick mit Leim und den Streus bedeckt.
Was haltet ihr von den neuen Sträußen Made in Germany? Habt ihr sie vielleicht sogar schon ausprobiert? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.